Wie so ein Ablauf von so einem Werkzeugtest im Idealfall ablaufen könnte oder wie wir denken, wie es sein könnte, wollen wir heute mal ein bisschen erörtern. Und natürlich haben wir einen riesen Vorteil mit dabei. Wir haben hier unseren Dani, unseren erfahrenen Hasen, der aus dem Bereich Werkzeuge kommt. Der wird uns dann mal sagen, ob unsere Annahme, die wir beide haben werden, Daniel, ob die eigentlich passt. Ganz genau. Ich gehe jetzt mal in unserem Fallbeispiel davon aus, dass sowohl du als auch der Felix der entsprechende Maschinenbediener seid. Und der Meister kommt abends um 17 Uhr und sagt, du, morgen früh um 8, da kommt so ein Yogi vorbei vom Hersteller XY, der bringt einen 16er Fräser mit, den musst du dann mal testen. Mhm. So, jetzt gibt es ja da im Vorfeld so ein paar Kriterien. Das heißt, du müsstest ja vielleicht die eine oder andere Aufgabe im Vorfeld erfüllen, wenn du was vergleichen möchtest. Spindelspiel sollte es nicht haben, die Führungen sollten gut laufen, die Drehzahl sollten alle funktionieren. Ein Vorschub, je nachdem, was man eben testen möchte. Ja, auf jeden Fall schauen, dass die Maschine in einem einwandfreien Zustand ist. Jetzt fügen wir vielleicht noch hinzu, es ist ein Bauteil, das auf der Maschine quasi immer läuft, 24/7, also es ist ein Serienbauteil. Welche Daten zum Beispiel würdest du im Vorfeld mal gucken, bevor der Typ dasteht mit dem Fräser? Was würde den Sinn machen, um eine Vergleichbarkeit zu erreichen? Ja, natürlich sind einerseits natürlich die Schnittdate wichtig, dass ich einfach weiß, mit welcher Schnittdate fahre ich das ganze Ding. Also meinen bisherigen Fräser, manchmal steht es ja im Programm drin, aber manchmal ist es ja auch so, dass man dann am Potti einfach während dem Prozess denkt, okay, das quietscht ein bisschen, ich korrigiere mal statt 100% Potti-Leistung nur auf 80 runter. Also das sollte ich mir auch schon bewusst sein oder vielleicht auch aufschreiben habe, wo ich sage, okay, was weiß ich, Drehzahl 3000, Vorschub 5 Meter fahre ich dann. Und ich gehe aber hin und reduziere mal runter auf 80% zum Beispiel. Das sollte ich halt dem guten Mann ja mitteilen. Ich würde jetzt zum Beispiel empfehlen, einfach mal einen Ist-Zustand zu nehmen. Ich habe meinen 16er Fräser, der aktuell auf der Maschine ist. Welchen Standweg hat der? Ist das in meiner Maschine hinterlegt? Habe ich Werkzeugwechselzyklen drin? Ich muss ganz klar meine Schnittdaten dementsprechend abrufen. Und dann, wenn ich total cool bin, gehe ich noch her, messe zum Beispiel meine Oberflächengüte, wenn die fürs Bauteil entscheidend ist. Wenn das mein Werkzeugwechselkriterium ist, was eben sehr oft der Fall ist, dann weiß ich genau, nach 333 Teilen hat das Werkzeug generiert noch ein RZ 6,9. Und das ist mein Ausschusskriterium, höher als RZ 7 darf ich nicht gehen. Bedeutet, diese Daten würde ich jetzt für meinen Teil im Vorfeld, würde ich mir die schon mal suchen. Und an Betracht der Tatsache, dass ein Serienbauteil ist, brauche ich an der Maschine nichts umbauen. Und vielleicht würde ich mir noch kurz meine Betriebsmittel angucken, sprich mal kurz den Rundlauf von meiner Aufnahme, was auch immer, SK, was auch immer, so dass wir am nächsten Morgen gleich starten können.